Heute geht es mal um komplett was anderes. Ich habe hier die G-Klasse vom Bund da, aka den Wolf, heißt er ja intern. Da müssen die Radlager nachgestellt werden, da braucht man ein bisschen Spezialwerkzeug und eine Messuhr, und wie das geht, das schauen wir uns jetzt mal an. Das erste, was wir machen müssen, ist natürlich das Rad runterschubsen. Nächster Step ist dann, dass man die Bremsbeläge zurückdrückt, je nachdem wie leichtgängig natürlich eine Bremse ist. Bei mir geht das jetzt hier von Hand, da oben einfach am Belag ein bisschen hinheben und Freigängigkeit schaffen. Ihr seht es schon, das ist ein neuer Bremssattel. Je nachdem wie das halt vergammelt und verrostet ist, muss man sich halt ein bisschen was anderes überlegen. Ob die Bremsbeläge jetzt genau weg sind, das sieht man entweder über den Lichtspalt oder man geht da unten mal her und nackelt da ein bisschen auf der drüben Seite. Da kommt man jetzt halt mit dem Schraubenzieher besser hin. Da so sieht man, okay, die kann man easy hin und her schieben. Die liegen quasi nicht an, passt. Was ich dann immer gerne mache, ich mache da immer noch einen Radbolzen rein, gegenüberliegend von der Schraube, weil dann hat die Bremsscheibe auf der Narbe selber, das ist ja quasi dahinter die Anlagefläche von der Narbe, hat die kein Spiel mehr. Wenn man die nicht drin hat, dann misst man tatsächlich das Spiel von der Bremsscheibe hier. Und was wir jetzt machen, wir bauen das erste Mal die Messuhr hin, um überhaupt mal zu messen, ja, wie viel Handlungsbedarf haben wir denn eigentlich überhaupt. Das ist ja so eine handelsübliche Messuhr, gibt es relativ günstig bei den einschlägigen Plattformen mit so einem Ein- und Ausschalter, also magnetischer Ein- und Ausschalter. Den kann man hier einen Sattel hinmachen. Und zwar auch bloß deswegen, weil der Sattel hier fest verschraubt ist. Das ist eine 4-Kolben-Festsattelanlage. Hättet ihr jetzt einen Schwimmsattel, dann würde ich das nicht empfehlen, aber das ist ein Festsattel, der ist immer fest an derselben Position. Dann stellt man das hier an eine saubere Anlagefläche hin. Zum Beispiel hier. Macht das hier alles ordentlich fest. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier die Messuhr macht. So, wir haben hier eine Messuhr mit der Auflösung 0,01 mm. Das sind in dem Fall Hundertstel, also ein Hundertstel Auflösung, also ein Teilstrich hier ist ein Hundertstel. Und wir können das Ganze jetzt nullen. Ja, bringt uns an dieser Stelle nicht wirklich viel, weil wir möchten ja bloß wissen, was das Ding absolut schwingt. Und jetzt kann man quasi die Bremsscheibe oben und unten packen und da mal bewegen. Und da sieht man schon, okay, hiermit alles Gewalt. Bringen wir es zusammen, dass wir die ganze Geschichte um 0,2 mm bewegen können. Man hört es auch. Gut, ihr im Video jetzt vielleicht nicht, aber man hört es, dass sich hier die ganze Narbe um 0,2 mm bewegt. Das heißt, Einstellmaß ist eigentlich 0,03 mm. Da müssen wir definitiv nachstellen. Deswegen bauen wir die Messuhr jetzt wieder ab und machen erstmal die Kappe da unten auf. Mercedes sagt da braucht man auf alle Fälle einen Abzieher. Ich sage, Schraubenzieher tut es auch. Dann hebelt man hier die Fettkappe ab und im Idealfall kommt da jede Menge Fett raus. So, das tun wir mal jetzt grobflächig raus. Das ist alles Fett, was seitlich an der Kappe rausgedruckt hat. Das wollen wir natürlich da nicht in der Lagerstelle drin haben. Wenn man das Ganze jetzt einmal ein bisschen grob sauber gemacht hat, dann sieht das so aus. Da kommt hier diese sogenannte Nutmutter zum Vorschein. Schauen wir, das ein bisschen anleuchten. Da sieht man, nehmen wir jetzt da mal genauer mit hin. Da seht ihr, das ist so eine Nutmutter. Das bringt uns jetzt aber so ein bisschen zu einem Problem, und zwar, ihr seht schon, da sind seitlich so Nasen dran und genau dafür brauchen wir ein Werkzeug. Das gibt es zu kaufen bei eBay, ist hin und wieder immer nicht lieferbar. Und das hat mich halt vor das Problem gestellt, weil ich brauche das eigentlich jetzt. Mercedes leiht es mir nicht aus. Und deswegen habe ich hier jetzt so ein Werkzeug selber gebaut. Wer das nachbauen will, das ist nichts anderes als eine 30er Nuss, weil die außen 40 mm Durchmesser hat. Und da bin ich quasi hergegangen, habe seitlich so Taschen rausgeschnitten und natürlich die Nuten in der beziehungsweise diese Eingriffe da im genau richtigen Maß gemacht, damit das jetzt perfekt da reinfluchtet. Das heißt, man kann jetzt das da einsetzen und dann kann man da weiterhebeln. Wichtig ist jetzt, da hinten ist so ein Federblech drin.
Das heißt, wir dürfen das jetzt erstmal gerade klopfen, mehr oder weniger. Und jetzt kann man hier mit so einem Werkzeug, zum Beispiel so eine Breaker Bar hier, das ist einfach ein ewig langer Hebel, da ansetzen und kann das lösen. Und ihr seht schon, das war schon so lose, da brauche ich eigentlich gar keine Breaker Bar. Die bringe ich hier so raus. Muss man sauber machen. Das ist echt was für Sadisten mit den ewigen Schmierer überall. Ihr seht schon, die ist beidseitig hier angefasst. Das ist die äußere. Dann kommt hier zum Vorschein das Sicherungsblech. Wichtig dann später auch, die Nasen müssen nach außen weisen. Da sieht man jetzt die eine, die wir platt geklopft haben. Und dann sieht man jetzt hier herin die innere Nubmutter. Die machen wir jetzt bloß mal demomäßig raus, damit man so einen Aufbau sieht. Das liegt hier drin dann am Lager an und damit stellt man quasi mehr oder weniger das Lagerspiel ein. Und jetzt ist es ganz, ganz groß. Nachdem wir jetzt das da ja gleich festziehen wollen, stellt uns das natürlich vor ein Problem. Wenn wir jetzt die Mutter da drin haben und damit 200 Newtonmeter darunter hebeln, dann müssen wir das natürlich entsprechend abstützen. Bremse treten ist keine Option, weil wir möchten ja, wenn wir später Lagerspiel messen, nicht jetzt mal hier diese Bremsbacken zurückdrücken oder die Bremsbeläge zurückdrücken müssen. Deswegen habe ich hier edelpfuschmäßig das Spezialwerkzeug nachgebaut, und zwar das schraubt man jetzt einfach da so drauf und dann kann man hier mit 2 Radbolzen dann auf der drüberen Seite dann auch abstützen. Das ist nichts anderes als L-Profil aus stinknormalem Baustahl. Da in der Mitte einmal auseinandergeschnitten, dann zusammengeklappt, 2 Löcher reingebohrt in 15 mm, weil es ja eben 14 Gewinde sind. Und dann hinten noch so eine Abstützstange dran geschweißt. Absolute Pfuschlösung bzw. Quick and Dirty zusammengeschustert, aber es wird für genau diesen Anwendungsfall seinen Zweck tun. Jetzt schrauben wir da Radbolzen rein. Und dann kann man auf der drüberen Seite, also quasi da hinten, entsprechendes Holz unterstellen. So, wir gehen jetzt strikt nach Anleitung vor. Die Anleitung sagt, wir sollen jetzt erstmal die äußere Nubmutter abschrauben, haben wir gemacht, innere Nubmutter lösen und mit einigen Hammerschlägen das Setzen der Narbe bewirken. So, ein Gummihammer. Und jetzt setzt man die innere Nubmutter ein. Dann nehmen wir jetzt unser Spezialwerkzeug, aufsetzen. Und jetzt dürfen wir die Nubmutter mit dem Drehmomentschlüssel hier auf 200 Newtonmeter festziehen. Dann darf man die Nubmutter wieder lösen. Das heißt, wir drehen das Werkzeug jetzt um. Dann darf man die Nutmutter wieder anlegen lassen. Und zwar gut handwarm. Passt, ich würde sagen, die liegt an. Und jetzt müssen wir ermitteln, so lange öffnen, lösen, bis das Radlagerspiel 0,1 mm hat. Einmal frei. Wir haben jetzt genau 0,1 mm Lagerspiel. Ich zeige euch das mal schnell. Das sind genau 0,1 mm, wie vorgeschrieben. Und jetzt gehen wir her, müssen das Sicherungsblech erstmal schnell noch richten. Das ist das Sicherungsblech. Und das hat da seitlich so Nasen dran. Und die müssen jetzt natürlich alle in eine Richtung sein. Da nimmt man einfach so eine Wasserpumpenzange, setzt die passend an und biegt die alle wieder, oder zumindest die, wo man vorher flach geklopft hat, in die richtige Position. Gut, Sicherungsblech wieder rein. Jetzt liegt es an der hinteren Nutmutter an. Jetzt nimmt man die äußere Nutmutter, schaut, dass die Anlageflächen schön sauber sind. Und die muss man jetzt mit Fett benetzen.
Gut, und dann sagt uns die tolle Anleitung, hier dürfen wir wieder mit 170 Newtonmeter hinarbeiten. Jetzt können wir den Messaufbau wieder hinbauen. Müssen wir jetzt dann noch prüfen, ob das Radlagerspiel stimmt. Mercedes gibt hier vor, wir wollen zwischen 0,02 und 0,04 mm hier sehen. Wie gesagt, der Skalenstrich sind 0,01. Jetzt hebeln wir hier mal. Und wir sehen hier 0,02. Dann können wir jetzt natürlich wieder alles abschrauben. Mehr oder weniger zusammenbauen. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist da die Fettkappe aufzufüllen. Ich habe jetzt hier schon ein neues Fett rein. Und zwar von Mobil 1. Und habe da schon ein bisschen was drauf. Und jetzt kann man das da saugend aufsetzen. Genau, und dann kann man hier eigentlich zusammenbauen. Draht wieder drauf machen. Wichtig, nicht vergessen, Bremse jetzt dann zu treten, damit die Bremsklötze hier wieder anlegen. Dann ist man soweit eigentlich fertig. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem von den nächsten Videos wieder.